Hallo und herzlich willkommen, schöne Seele. Ich freue mich, dass du dich jetzt hier auf meinem Kanal eingefunden hast, denn ich möchte gerne die Channel News Nummer 59, ein Akt der Selbstliebe, einen Einblick jetzt mit dir teilen. Es war ein sehr schönes Channeling, das mich sehr berührt hat, denn wir hatten reichlich geistige Gäste. Unter anderem hat dieses wunderbare Channeling ja auch am Neumond stattgefunden, an diesem Skorpion-Neumond am 25. Oktober. Und das ist ja auch immer der Tag, an dem wir die Rauhnacht-Meditationen noch einmal hören, noch einmal eintauchen in diesen lunaren Zyklus, derzeit noch mit der Lady Kuan Yin. Und im kommenden Jahr, das verrate ich dir gleich, auch da wird natürlich wieder eine wunderbare Meisterin federführend sein. Und jetzt aber vorerst einmal wünsche ich dir viel Vergnügen mit Saint-Germain zu diesem so spannenden, sehr vergebungsreichen Akt der Selbstliebe. Viel Vergnügen und danke, dass du reinschaust. Guten Abend. Guten Abend, schöne Seele. Fühl dich herzlich willkommen in diesem Moment. Wie schön, diesen so besonderen Tag oder auch Abend jetzt mit dir teilen zu dürfen. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du eingeschaltet hast, dass du jetzt mit dabei bist und dass ich dich einladen darf in ein Channeling mit Meister Saint-Germain und vielleicht, wer weiß, auch noch mehreren, die heute mit uns anwesend sind. Es fühlt sich jedenfalls so an, als wäre schon mächtig viel los in meiner Aura, in meiner Umgebung. Und ich denke, das geht dir ähnlich. Die jetzige Zeit wühlt so viel auf. Wir haben heute durch die partielle Sonnenfinsternis und den Neumond wirklich mächtige Energien im Raum, die wir hoffentlich, das wünsche ich dir, zu nutzen wissen. Nutzen wissen im Sinne von uns darauf einlassen und ein tiefes Vertrauen in uns mitzutragen, dass diese Energien für uns arbeiten, im Sinne von mit uns zum Wohle dem großen Ganzen und von uns natürlich. Und ich bringe heute nicht nur die Channel News Nummer 59 mit für dich, schöne Seele, sondern auch Informationen, News sozusagen. Und zwar zweimal. Zwei verschiedene. Das eine ist, dass die Channel News im Datum sich ändern werden. Das heißt, ab 10. Dezember, am 10. Eigentlich wollte ich sagen, im Dezember am 10. Wir verschieben unsere Zeitfenster vom 25. auf den 10. jeweils vor des Monats, denn um die Weihnachtszeit ist einfach immer sehr viel los. Das sind ja die Rauhnächte. Und da ist der zweite Teil, den ich gerne loswerden möchte, nämlich mit wem die Rauhnächte in diesem Jahr denn gechannelt wurden. Vielleicht hast du schon Vögelchen zwitschern gehört. Es ist die wundervolle weibliche transformative Flamme, die Lady Portia oder auch Lady Porza. Und gerade heute habe ich Information erhalten, dass da schon sehr viel ja, im Gange ist mit die neue CD, die dann entsteht und so weiter. Ich bin also dementsprechend unglaublich vorfreudig auf diese Zeit. Aber wie gesagt, die Channel News werden verschoben, jeweils auf den 10. des Monats. Aber keine Sorge, am 25. des Monats, da bleiben wir dir treu, selbstverständlich. Da öffnen wir dann ab dem Januar das neue Format, nämlich Adriana unterwegs. An den vielen verschiedenen Orten, an denen ich Meditationen aufgenommen habe mit der geistigen Welt. Das wird dann eben am 25. ausgestrahlt. Und wenn du Lust hast, weiterhin mit mir in diesen Channel News zu meditieren in der Gruppe, dann merkt ihr schon mal den 10. vor. Wir starten am 10. Dezember diesen Jahres. Ja, das sind jetzt so mal die News, die ich unbedingt loswerden wollte, denn ich habe so viel Freude an diesen Veränderungen, die jetzt durch mein persönliches Leben ziehen und bin aber auch sehr begeistert von all dem, was ich gerade mitbekomme von euch. In diesen kleinen Gruppen, dein Augenblick mit Saint-Germain. Auch heute habe ich wieder Geschichten gehört, die mich tief berühren. Und ich möchte einfach Danke sagen
an jede einzelne Seele von euch da draußen, die ich jetzt gerade nicht sehen, aber dafür fühlen kann. Ich weiß, dass bei dir manchmal auch einiges Kopf steht, gerade jetzt. Und ich bin sicher, was dir gelingt, was deine Seele jetzt entfalten und entwickeln kann, was du lernen kannst daraus. Und danke, dass du durch dieses Auf und Ab gehst, denn du hinterlässt Spuren im Äther, die für uns fühlbar sind, die uns unterstützen. Einfach danke von mir zu dir, wirklich aus tiefstem Herzen. Und jetzt will ich nicht mehr länger plaudern, sondern mit euch einsteigen in dieses Channeling, denn wie ich sehe, funktioniert alles wunderbar. Einmal mehr funktioniert die Technik, die technischen Voraussetzungen, die ja doch auch bei uns, einigen von uns, in den letzten Tagen so ein bisschen, ja, diskussionsbedürftig sind. Wie gesagt, es ist viel los im Äther und auch in uns. Und deswegen lade ich dich dazu ein, jetzt ganz bewusst zu atmen. Vielleicht magst du deine Augen schließen. Und fühle dich ganz herzlich willkommen in diesem virtuellen Raum. Wo auch immer du gerade bist, atme und fühle in dich hinein und nimm wahr, was ist da jetzt gerade bei dir. Und lächle. Gib deinem System die Chance, runterzufahren im Sinne von entspannen und ankommen in diesem Augenblick. Danke, dass du da bist. Ich stimme mich ein und freue mich, wenn du den Saint-Germain auch an deine Seite rufst. Ich wünsche viel Vergnügen. Ich grüße euch, ich grüße dich, du wundervolle Seele. Was für eine Freude diesen Augenblick doch beinhaltet, weil du ihn erfüllst. Geliebte Seele, ich bin Meister Graf von Saint-Germain und mit mir wahrlich Lady Portia oder auch Lady Porza genannt. Die weibliche transformierende Kraft und ich, wir beide sind ziemlich aktuell in deinem Leben. Und es ist eine Freude, dich in deinem Leben zu wissen. Oder bist du gerade sonst überall und nirgendwo? Frag ich dich. Du kannst dir vorstellen, worauf ich hinaus will, nämlich auf den jetzigen Augenblick. Und einmal mehr möchte ich dich einladen, diesen mit deiner ganzen Präsenz zu erfüllen, ganz besonders zu solchen energetischen, sehr kraftvollen Augenblicken wie Sonnenfinsternisse, Mondfinsternisse, Neumonde, Vollmonde und so weiter. Wenn dich irgendwie etwas erreicht in diesem Sinne und du spürst, oh, da ist was los im Kosmos, dann ist nicht nur draußen was los, sondern auch in deinem tiefsten Innersten. Je feinfühliger, sprich je achtsamer du wirst, geliebte Seele, und dich als Mensch, der du bist, auf deinen Seelenfluss einlässt, auf diese unbeschreibliche Liebe, die dich da ständig durchfließt, weil dich durchflutet. Wenn du dich auf diesen Rhythmus einlässt, auf den Rhythmus, auf den Fluss des Lebens, dann wirst du dir gerne an solchen Tagen einen Augenblick, vielleicht sogar gerne einen längeren Augenblick herausnehmen, um auf die Kräfte, die da schwingen, dich einzulassen. Diese Kräfte stützen, nähren und stärken. Das ist ihre Kraft, ganz egal, wie sie stehen, denn zum Beispiel jetzt gerade ist der Fokus gerne auf das Unbequeme gerichtet, auf das, was im Dunkeln liegt. Und gerade deswegen ist es so bedeutsam und wichtig, Selbstfürsorge zu betreiben, liebevoll, achtsam, respektvoll und aufmerksam
mit dir selbst zu sein und bei dir zu sein. Also da ganz achtsam anwesend sein, wo dein Körper ist. Fühle ihn, nimm Kontakt auf, ganz bewusst, immer wieder. Und gerne gestalte Rituale. Und in gewisser Weise ein solches wollen wir heute dann auch gemeinsam beschreiten. Einen Akt der Selbstliebe. Also frage ich dich und beantworte mir bitte diese Frage tief in dir. Wie wichtig bist du dir heute? Wenn außerhalb von dir vieles aufgebracht ist, aufgewühlt ist und Themen, die wirklich die Gemeinschaft, das große Ganze betreffen, derart aktiviert sind, wie wichtig bist du dir in diesem Wandel? Stehst du wirklich an erster Stelle? Bist du dir wirklich bewusst, dass der Wandel ausschließlich bei dir in deinem Inneren beginnt? Und erlaubst du dir die Erfahrung, deine Macht, die Dinge zu verändern, wirklich kennenzulernen, jetzt?